Thank you. And I think let's start. President Beckau, fellows of the cooperation, members of the Board of Overseers, members of the Alumni Board, members of the faculty, proud parents and graduates. Today is a day of joy. It's your day. Many congratulations. I am delighted to be here today and would like to tell you about some of my own experiences. This ceremony marks the end of an intensive and probably also hard chapter in your lives. Now the door to a new life is opening. That's exciting and inspiring. The German writer Hermann Hesse had some wonderful words for such a situation in life. I'd like to quote him and then continue in my native language. Hermann Hesse schrieb, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Hermann Hesse wrote, in all beginnings dwells a magic force for guarding us and helping us to live. Diese Worte Hermann Hessens haben mich inspiriert, als ich mit 24 Jahren mein Physikstudium abschloss. These words by Hermann Hesse inspired me when I completed my physics degree at the age of 24. Es war das Jahr 1978. That was back in 1978. Die Welt war geteilt in Ost und West. The world was divided into East and West, Es war die Zeit des Kalten Krieges. and it was in the grips of the Cold War. Ich bin in Ostdeutschland aufgewachsen, in der DDR, dem damals unfreien Teil meines Heimatlandes, in einer Diktatur. I grew up in East Germany, in the GDR, the part of my country which was not free at that time, in a dictatorship. Menschen wurden unterdrückt und überwacht. People were oppressed and under state surveillance. Politische Gegner wurden verfolgt. Political dissidents were persecuted. Die Regierung der DDR hatte Angst, dass das Volk weglaufen würde in die Freiheit. The East German government was afraid that the people would flee to freedom. Deshalb hat sie die Berliner Mauer gebaut. Sie war aus Beton und Stahl. And that's why it built the Berlin Wall, a wall made of concrete and steel. Wer bei dem Versuch entdeckt wurde, sie überwinden zu wollen, wurde verhaftet oder erschossen. Anyone caught trying to overcome it was arrested or shot dead. Diese Mauer mitten durch Berlin teilte ein Volk und sie teilte Familien. Auch meine Familie war geteilt. This wall, which cut Berlin in half, divided a people and it divided families. My family was also divided. Meine erste Arbeitsstelle nach dem Studium hatte ich als Physikerin in Ostberlin an der Akademie der Wissenschaften. My first job after college was as a physicist at the Academy of Sciences in East Berlin. Ich wohnte in der Nähe der Berliner Mauer. I lived near the Berlin Wall. Auf dem Heimweg von meinem Institut ging ich täglich auf sie zu. I walked towards it every day on my way home from my institute. Dahinter lag West-Berlin, die Freiheit. Behind it lay West Berlin, freedom. Und jeden Tag, wenn ich der Mauer schon ganz nahe gekommen war, musste ich im letzten Moment abbiegen zu meiner Wohnung. And every day, when I was very close to the wall, I had to turn away at the last minute in order to head towards my apartment. Jeden Tag musste ich kurz vor der Freiheit abbiegen. Every day, I had to turn away from freedom at the last minute. Wie oft habe ich gedacht, das halte ich nicht aus. Es war wirklich frustrierend. I don't know how often I thought that I just couldn't take it anymore. It was so frustrating. Ich war keine Dissidentin. Now, I was not a dissident. Ich bin nicht gegen die Mauer angerannt. I didn't run up and bang against the wall. Aber ich habe sie auch nicht geleugnet, denn ich wollte mich nicht belügen. Nor, however, did I deny its existence,
for I didn't want to lie to myself. Die Berliner Mauer begrenzte meine Möglichkeiten. The Berlin Wall limited my opportunities. Sie stand mir buchstäblich im Wege. It quite literally stood in my way. Aber eines, das schaffte diese Mauer in all den Jahren nicht. However, there was one thing which this wall couldn't do during all of those years. Mir meine in eigenen inneren Grenzen vorzugeben. It couldn't impose limits on my inner thoughts. Meine Persönlichkeit, meine Fantasie, meine Sehnsüchte, all das konnten Verbote und Zwang nicht begrenzen. My personality, my imagination, my dreams and desires, prohibitions or coercion couldn't limit any of that. Dann kam das Jahr 1989. Then came 1989. Überall in Europa setzte der gemeinsame Wille zur Freiheit unglaubliche Kräfte frei. A common desire for freedom unleashed incredible forces throughout Europe. In Polen, in Ungarn, in der Tschechoslowakei und auch in der DDR wagten sich Hunderttausende auf die Straße. In Poland, in Hungary, in Czechoslovakia, as well as in East Germany, hundreds of thousands of people dared to take to the streets. Die Menschen demonstrierten und brachten die Mauer zu Fall. The people demonstrated and brought down the wall. Was viele Menschen nicht für möglich gehalten hatten, auch ich nicht, es wurde Realität. Something which many people, including myself, would not have believed possible became reality. Da, wo früher eine dunkle Wand war, öffnete sich plötzlich eine Tür. Where there was once only a dark wall, a door suddenly opened. Auch für mich war der Moment gekommen, hindurchzutreten. For me too, the moment had come to walk through that door. Ich musste nicht mehr im letzten Moment vor der Freiheit abbiegen. I no longer had to turn away from freedom at the last minute. Ich konnte diese Grenze überschreiten und ins Offene gehen. I was able to cross this border and venture out into the great wide open. In diesen Monaten vor 30 Jahren habe ich ganz persönlich erlebt, dass nichts so bleiben muss, wie es ist. During these months, 30 years ago, I experienced firsthand that nothing has to stay the way it is. Diese Erfahrung, liebe Graduierte, möchte ich Ihnen für Ihre Zukunft als meinen ersten Gedanken mitgeben. This experience, dear graduates, is the first thought I want to share with you today for your future. Was festgefügt und unveränderlich scheint, das kann sich ändern. Anything that seems to be set in stone or inalterable can indeed change. Und im Großen wie im Kleinen gilt: In matters both large and small, Jede Veränderung fängt im Kopf an. it holds true that every change begins in the mind. Die Generation meiner Eltern musste das überaus schmerzlich lernen. My parents' generation discovered this in a most painful way. Mein Vater und meine Mutter wurden 1926 und 28 geboren. My father and mother were born in 1926 and 1928. Als sie so alt waren wie die meisten von Ihnen hier heute, waren der Zivilisationsbruch der Shoah und der Zweite Weltkrieg gerade vorbei. When they were as old as most of you here today, the betrayal of all civilized values that was the Shoah and World War II had just ended. Mein Land, Deutschland, hatte unvorstellbares Leid über Europa und die Welt gebracht. My country, Germany, had brought unimaginable suffering on Europe and the world. Wie wahrscheinlich wäre es gewesen, dass sich Sieger und Besiegte für lange Zeit unversöhnlich gegenüberstehen würden? The victors and the defeated could easily have remained irreconcilable for many years. Aber stattdessen überwand Europa jahrhundertelange Konflikte. But instead, Europe overcame centuries-old conflicts. Es entstand eine Friedensordnung, die auf Gemeinsamkeit baut
statt auf scheinbare nationale Stärke. A peaceful order based on common values rather than supposed national strength emerged. Bei allen Diskussionen und zwischenzeitlichen Rückschlägen bin ich fest überzeugt, wir Europäerinnen und Europäer sind zu unserem Glück vereint. Despite all the discussions and temporary setbacks, I firmly believe that we Europeans have united for the better. Auch das Verhältnis zwischen Deutschen und Amerikanern zeigt, wie aus ehemaligen Kriegsgegnern Freunde wurden. And the relationship between Germans and Americans too demonstrates how former wartime enemies can become friends. Ganz wesentlich. Und ganz wesentlich hat dazu der Plan von George Marshall beigetragen, den er hier 1947 bei einer Commencement Speech verkündete. It was George Marshall who gave a crucial contribution to this through the plan he announced at the commencement ceremonies in 1947 in this very place. Die transatlantische Partnerschaft mit unseren Werten von Demokratie und Menschenrechten hat uns nun schon eine Zeit von über 70 Jahren des Friedens und des Wohlstands beschert, von der alle Seiten profitieren. The transatlantic partnership based on values such as democracy and human rights has given us an era of peace and prosperity, of benefit to all sides, which has lasted for more than 70 years now. Und heute, And today, es wird nicht mehr lange dauern, dann sind die Politikerinnen und Politiker meiner Generation nicht mehr Gegenstand des Kurses Exercising Leadership, sondern höchstens noch von Leadership in History. it will not be long now before the politicians of my generation are no longer the subject of the Exercising Leadership program, and at most will be dealt with in Leadership in History. Lieber Harvard-Jahrgang 2019, Harvard Class of 2019. Ihre Generation wird in den kommenden Jahrzehnten den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gegenüberstehen. Your generation will be faced with the challenges of the 21st century in the coming decades. Sie gehören zu denjenigen, die uns in die Zukunft führen werden. You are among those who will lead us into the future. Protektionismus und Handelskonflikte gefährden den freien Welthandel und damit die Grundlagen unseres Wohlstands. Protectionism and trade conflicts jeopardize free international trade and thus the very foundations of our prosperity. Die Digitalisierung erfasst alle Lebensbereiche. The digital transformation affects all facets of our lives. Kriege und Terrorismus führen zu Flucht und Vertreibung. Wars and terrorism lead to displacement and forced migration. Der Klimawandel bedroht die natürlichen Lebensgrundlagen. Climate change poses a threat to our planet's natural resources. Er und die daraus erwachsenen Krisen sind von Menschen verursacht. It and the resulting crises are caused by humans. Also können und müssen wir auch alles Menschenmögliche tun, um diese Menschheitsherausforderung wirklich in den Griff zu bekommen. Therefore, we can and must do everything humanly possible to truly master this challenge to humankind. Noch ist das möglich. It's still possible.
Doch dazu muss jeder seinen Beitrag leisten. However, each and every one of us must play our part. Und das sage ich auch selbstkritisch, besser werden. And I say this with a measure of self-criticism, get better. Ich werde mich deshalb mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass Deutschland, mein Land, im Jahr 2050 das Ziel der Klimaneutralität erreichen wird. I will therefore do everything in my power to ensure that Germany, my country, will achieve climate neutrality by 2050. Veränderungen zum Guten sind möglich, wenn wir sie gemeinsam angehen. Changes for the better are possible if we tackle them together. In Alleingängen wird das nicht gelingen. If we were to go it alone, we could not achieve much. Und so ist dies mein zweiter Gedanke an Sie. The second thought I want to share with you is therefore, Mehr denn je müssen wir multilateral statt unilateral denken und handeln. more than ever, our way of thinking and our actions have to be multilateral rather than unilateral. Global statt national. Global rather than national. Weltoffen statt isolationistisch. Outward looking rather than isolationist. Kurzum, gemeinsam statt allein. In short, we have to work together rather than alone. Sie, liebe also Absolventinnen und Absolventen, werden dazu in Zukunft noch ganz andere Chancen haben als meine Generation. You, dear graduates, will have quite different opportunities to do this in future than my generation did. Wahrscheinlich hat Ihr Smartphone weitaus mehr Rechenleistung als der von der Sowjetunion nachgebaute IBM-Großrechner, den ich 1986 für meine Dissertation in der DDR nutzen konnte. After all, your smartphone probably has considerably more processing power than the copy of an IBM mainframe computer manufactured in the Soviet Union, which I was allowed to use for my dissertation in East Germany in 1986. Heute nutzen wir künstliche Intelligenz, etwa um Millionen von Bildern nach Symptomen von Krankheiten zu durchsuchen. Today, we use artificial intelligence, for example, to search through millions of images for symptoms of diseases, Und zum Beispiel Krebs besser diagnostizieren zu können. in order, among other things, to better diagnose cancer. Zukünftig könnten empathische Roboter Ärzten und Pflegern helfen, sich auf die individuellen Bedürfnisse einzelner Patienten zu konzentrieren. In future, empathetic robots could help doctors and nurses to focus on the individual needs of patients. Wir können gar nicht absehen, welche Anwendungen möglich sind. We cannot predict today which applications will be possible. Aber die Chancen, die sich damit verbinden, sind wahrhaftig atemberaubend. However, the opportunities it brings are truly breathtaking. Liebe Graduierte, es liegt im Wesentlichen an Ihnen, wie wir diese Chancen nutzen werden. Class of 2019, how we use these opportunities will be largely up to you as graduates. Sie werden es sein, die darüber mitentscheiden, wie sich unsere Art zu arbeiten, zu kommunizieren, fortzubewegen, ja unsere ganze Art zu leben weiterentwickeln wird. You are the ones who will be involved in deciding how our approach to how we work, communicate, get about, indeed our entire way of life will develop. Als Bundeskanzlerin muss ich mich oft fragen, tue ich das Richtige? As Federal Chancellor, I often have to ask myself, am I doing the right thing? Tue ich etwas, weil es richtig ist oder nur, weil es möglich ist? Am I doing something because it is right?
or simply because it is possible? Das sollten auch Sie sich immer wieder fragen. That is something you too need to keep asking yourselves. Und das ist mein dritter Gedanke für Sie heute. And that is the third thought I wish to share with you today. Setzen wir die Regeln der Technik oder bestimmt die Technik unser Zusammenleben? Are we laying down the rules for technology, or is technology dictating how we interact? Stellen wir den Menschen mit seiner Würde und in all seinen Facetten in den Mittelpunkt? Do we prioritize people as individuals with their human dignity and all their many facets? Oder sehen wir in ihm nur den Kunden, die Datenquelle, das Überwachungsobjekt? Or do we see in them merely consumers, data sources, objects of surveillance? Das sind schwierige Fragen. These are difficult questions. Ich habe gelernt, dass auch für schwierige Fragen Antworten gefunden werden können, wenn wir die Welt auch immer mit den Augen des anderen sehen. I have learned that we can find good answers even to difficult questions if we always try to view the world through the eyes of others. Wenn wir Respekt vor der Geschichte, der Tradition, der Religion und der Identität anderer haben, If we respect other people's history, traditions, religion and identity, wenn wir fest zu unseren unveräußerlichen Werten stehen und genau danach handeln. if we hold fast to our inalienable values and act in accordance with them, Und wenn wir bei allem Entscheidungsdruck nicht immer unseren ersten Impulsen folgen, and if we don't always act on our first impulses, even when there is pressure to make a snap decision, sondern zwischendurch einen Moment innehalten, schweigen, nachdenken, Pause machen. but instead take a moment to stop, be still, think, pause. Freilich, dafür braucht es durchaus Mut. Granted, that certainly takes courage. Vor allem braucht es Wahrhaftigkeit gegenüber anderen Above all, it calls for truthfulness in our attitude towards others. und vielleicht am wichtigsten gegenüber uns selbst. And, perhaps most importantly, it calls for us to be honest with ourselves. Wo wäre es besser möglich, damit anzufangen, als genau hier an diesem Ort, an dem so viele junge Menschen aus der ganzen Welt unter dem Motto der Wahrheit gemeinsam lernen, forschen und die Fragen unserer Zeit diskutieren. What better place to begin to do so than here, in this place, where so many young people from all over the world come to learn, research, and discuss the issues of our time under the maxim of truth. Dazu gehört, dass wir Lügen nicht Wahrheiten nennen und Wahrheiten nicht Lügen. That requires us not to describe lies as truth and truth as lies. Es gehört dazu, dass wir Missstände nicht als unsere Normalität akzeptieren.
It requires us not to accept shortcomings as our normality. Was aber, liebe Absolventinnen und Absolventen, was könnte uns daran hindern? Yet what, dear graduates, could stop you? What could stop us from doing that? Wieder sind es Mauern. Once again, the answer is walls. Mauern in den Köpfen, aus Ignoranz und Engstirnigkeit. Walls in people's minds, walls of ignorance and narrow-mindedness. Sie verlaufen zwischen Mitgliedern einer Familie, They exist between family members, ebenso wie zwischen gesellschaftlichen Gruppen, Hautfarben, Völkern, Religionen. as well as between groups within the society, between people of different skin colors, nations and religions. Ich wünsche mir, dass wir diese Mauern einreißen. I would like us to break down these walls. Mauern, die uns immer wieder daran hindern, uns über die Welt zu verständigen, in der wir ja gemeinsam leben wollen. Walls that keep preventing us from envisioning the world in which together we want to live. Ob es gelingt, liegt an uns. Whether we manage to do that is up to us. Deshalb, liebe Graduierte, mein 4. Gedanke. That's why my 4th thought for you, dear graduates, to consider is this. Bedenken Sie, nichts ist selbstverständlich. Nothing can be taken for granted. Unsere individuellen Freiheiten sind nicht selbstverständlich. Our individual liberties are not givens. Demokratie ist nicht selbstverständlich. Democracy is not something we can take for granted. Frieden nicht Neither is peace, und Wohlstand auch nicht. and neither is prosperity. Aber wenn wir die Mauern, die uns einengen, einreißen, But if we break down the walls that hem us in, wenn wir ins Offene gehen und Neuanfänge wagen, if we step out into the open and have the courage to embrace new beginnings, dann ist alles möglich. everything is possible. Mauern können einstürzen, Walls can collapse, Diktaturen können verschwinden, dictatorships can disappear, wir können die Erderwärmung stoppen, we can halt global warming, wir können den Hunger besiegen, we can eradicate starvation, wir können Krankheiten ausrotten, we can eliminate diseases, wir können den Menschen und insbesondere den Mädchen Zugang zu Bildung verschaffen, we can give people, especially girls, access to education. wir können die Ursachen von Flucht und Vertreibung bekämpfen. We can fight the causes of displacement and forced migration. Das alles können wir schaffen. We can do all of that. Fragen wir deshalb nicht zuerst, was nicht geht und was schon immer so war. Fragen wir zuerst, was geht, und suchen wir nach dem, was noch nie so gemacht wurde. So let's not start by asking what isn't possible or focusing on what has always been that way. Let's start by asking what is possible and looking for things that have never been done like that before. Genau diese Worte habe ich im Jahre 2005 in meiner allerersten Regierungserklärung als neu gewählte Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, als erste Frau in diesem Amt, im Deutschen Bundestag, dem deutschen Parlament, gesagt. This is exactly what I said to the Bundestag, the German parliament, in 2005 in my first policy statement as newly elected Chancellor of the Federal Republic of Germany and the first woman to hold this office. Und genau mit diesen Worten möchte ich auch Ihnen meinen 5. Gedanken sagen. And I want to use precisely these words to share with you my 5th thought. Überraschen wir uns damit, was möglich ist. Let us surprise ourselves by showing what is possible. Überraschen wir uns damit, was wir können.
let us surprise ourselves by showing what we are capable of. In meinem eigenen Leben war es der Fall der Berliner Mauer, der es mir vor nun fast 30 Jahren erlaubte, ins Offene zu gehen. In my own life, it was the fall of the Berlin Wall that allowed me almost 30 years ago to step out into the open. Ich habe damals meine Arbeit als Wissenschaftlerin hinter mir gelassen und bin in die Politik gegangen. At that point, I left my work as a scientist behind me and entered politics. Das war aufregend und voller Zauber. That was an exciting and magical time. So wie auch für Sie Ihr Leben aufregend und voller Zauber sein wird. Just as your lives will be exciting and magical. Aber ich hatte auch Momente des Zweifels und der Sorge. But I also experienced moments of doubt and worry. Wir alle wussten damals, was hinter uns lag, aber nicht, was vor uns liegen würde. For at that time, we all knew what lay behind us, but not what might lie ahead. Vielleicht geht es Ihnen bei aller Freude über den heutigen Tag ja auch ein wenig so. Perhaps that reflects a little how you too are feeling today, amidst all the joy of this occasion. Als meine 6. Erfahrung kann ich Ihnen deshalb auch sagen, The sixth thought I also want to share with you is this. der Moment der Offenheit ist auch ein Moment des Risikos. The moment when you step out into the open is also a moment of risk-taking. Das Loslassen des Alten gehört zum Neuanfang dazu. Letting go of the old is part of a new beginning. Es gibt keinen Anfang ohne ein Ende, There is no beginning without an end, keinen Tag ohne Nacht, no day without night, kein Leben ohne den Tod. no life without death. Unser ganzes Leben besteht aus der Differenz, aus dem Unterschied zwischen dem Beginnen und dem Beenden. Our whole life consists of the difference, the space between beginning and ending. Das, was dazwischen liegt, nennen wir Leben und Erfahrung. It is what lies in between that we call life and experience. Ich glaube, dass wir immer wieder bereit sein müssen, Dinge zu beenden, um den Zauber des Anfangs zu spüren und Chancen wirklich zu nutzen. I believe that time and time again, we need to be prepared to keep bringing things to an end in order to feel the magic of new beginnings and to make the most of opportunities. Das war meine Erfahrung im Studium, That was what I learned as a student, in der Wissenschaft as a scientist, und das ist sie in der Politik. and it is what I experience now in politics. Und wer weiß, was für mich nach dem Leben als Politikerin folgt. And who knows what life will bring after my time as a politician. Es ist völlig offen. That too is completely open. Nur eines ist klar. Only one thing is clear. Es wird wieder etwas anderes und Neues sein. It will again be something different and something new. That's why I want to leave this wish with you. Tear down walls of ignorance and narrow-mindedness, for nothing has to stay as it is. It's 6 things. Take joint action in the interests of a multilateral global world. Keep asking yourselves, am I doing something because it is right or simply because it's possible? Don't forget that freedom is never something that can be taken for granted. Surprise yourself with what is possible. Remember that openness always involves risks. Letting go of the old is part of the new beginning. And above all, nothing can be taken for granted. Everything is possible. Thank you.